Guten Morgen, Frau Lange. Ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, obwohl Sie gleich eine große Pressekonferenz haben, noch ein paar Worte mit mir zu sprechen in unserer schönen Reihe der Art Cologne Talks, die eben diesmal digital stattfinden. Sie eröffnen gleich, wie ich eben schon sagte, eine sehr schöne Impressionistenausstellung, bei der es um das ganze Paket der verschiedenen Sinne, riechen, hören, schmecken, fühlen, tasten, ist es, glaube ich, noch, aufbereiten. Vielleicht möchten Sie uns schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben auf die Ausstellung, die gleich kommt. Ja, also freue mich sehr, dass wir jetzt auch noch sozusagen bei der Art Cologne dabei sein können in diesen etwas komplizierten Zeiten. Und wir haben unverdrossen für den Oktober geplant, eine großartige Ausstellung zu präsentieren mit Werken von Monet und Renoir, Pissarro, Manet, Gauguin und wollten einmal nicht die altbekannte Geschichte des Siegeszugs des Impressionismus nochmal nachzeichnen und haben gesagt, was macht diese Bilder nach über 100 Jahren für ein breites Publikum immer noch so wahnsinnig attraktiv? Und das ist einfach dieser sinnliche Zugang. Heutzutage sprechen wir oft von Immersion, aber nichts anderes tut ja die Kunst, egal welche. Sie nimmt uns ein mit all unseren Sinnen und gibt unserem Körper über unser Hirn dann wieder sozusagen die Rückmeldung, uns in eine ganz eigene Wirklichkeit zu begeben. Dazu brauchen wir keine virtuellen Brillen, sondern das können wir eigentlich mit jedem Theaterbesuch, bei jedem Opern- oder Konzertbesuch oder bei jedem intimen Dialog mit einem bildenden Kunstwerk erleben, dass wir ein so, wie man neudeutsch sagen würde, eben immersives Erlebnis hat. Und das wollten wir den Menschen nahebringen, dass es eben bei einem Besuch des Museums nicht nur um Schauen geht, nicht nur um den Sehsinn, sondern dass wir immer mit allen Sinnen alles wahrnehmen. Und deswegen sind wir damit auch in unser Obergeschoss gegangen, weil wir dort Tageslicht haben. Und Tageslicht ist einfach für die Kunst der Impressionisten so wichtig, weil sie ja die ersten waren, die auch wirklich im Tageslicht und nicht im Atelier ihre Bilder gemalt haben. Das heißt, die Staatsgalerie Stuttgart, deren Direktorin Sie ja sind, setzt an dieser Stelle auch ein Zeichen auf eine ja doch etwas heiterere Ausstellung, die die Sinne direkt anspricht, die hoffentlich auch ein Publikum direkt anspricht in diesen Zeiten. Und Sie hatten es ja eben schon erwähnt, gerade entwickelt sich die Corona-Lage eben auch wieder mal nicht allzu günstig und wie gehen Sie jetzt damit um? Das ist ja auch nach wie vor und jetzt einmal mehr wieder eine Herausforderung für Museen, darauf dann vielleicht kurzfristig zu reagieren und Konzepte zu ändern, Formate zu ändern. Eigentlich hatten Sie ja für heute Nachmittag auch einen sozusagen wie einen Nachmittag der offenen Tür geplant als Einladung. Berichten Sie doch kurz. Ja, also gewöhnlich hätten wir heute eine Abendveranstaltung mit geladenen Gästen in unserem Vortragssaal mit Reden vor 450 platzierten Gästen. Das ist natürlich in Zeiten von Corona nicht möglich. Und deswegen haben wir uns eben überlegt, einen Tag der offenen Tür zu machen, damit sich die Besucher, die sich jetzt noch in den tagesaktuell verändernden Botschaften überhaupt vor die Tür trauen, ins Museum über mehrere Stunden hin zu verteilen, aber trotzdem diese Ausstellung noch publik zu machen. Sie haben es bereits angesprochen, in Zeiten von Corona war viel Umplanen nötig. Wir hatten diese sinnenfrohe Ausstellung auch mit einer inklusiven Erzählung für Blinde angefangen zu erarbeiten, aber Tastenmodelle sind einfach in Zeiten von Corona jetzt nicht opportun, genauso wenig die von uns angelegte Arbeit mit einem Parfümeur, um Dufterlebnisse zu erzeugen. Wer will in Zeiten von Corona Dinge berühren im öffentlichen Raum oder gar seine Nase wo hineinstecken? Also das hat immer wieder zu kompletten Umstrukturierungen im Vorfeld geführt. Dann glaubten wir eben jetzt sozusagen mit dieser Ausstellung ein bisschen auch für die dunkle Jahreszeit, für die verpassten Sommerurlaube mit unserer Einladung, die Sinne zu schärfen und sozusagen mit allen Sinnen einzutauchen in die herrlichen Küstenlandschaften und sommerlichen Gefilde, die uns die Impressionisten hier
vor unseren Augen aufbreiten. Und jetzt kam eben die Entwicklung der letzten Woche und da sind wir so im Zwiespalt zwischen, wenn doch noch viele Besucher kommen, wie können wir das handeln unter Corona-Regeln, wie können wir Zeitticketfenster noch auf die Schnelle anbieten, wie können wir dafür sorgen, dass eben der Abstand wirklich auch in kleineren Kabinetträumen gewahrt wird und auf der anderen Seite natürlich auch die Sorge und ich glaube, man sieht es mir auch an, die eher schlaflosen Nächte der letzten Tage. Wie ist es, wenn jetzt niemand kommt, beziehungsweise vielleicht in den nächsten Wochen dann doch wieder eine Einschränkung kommt, dass das Museum wie im März geschlossen werden muss? Und das sind einfach Sorgen, die, glaube ich, nicht nur die Museumsleute im Moment umtreiben, sondern die wir alle weltweit haben. Aber die starke Bindung zum Publikum, wie man das Publikum in seinen Bann sieht, ist natürlich für die Museen, auch gerade in Deutschland, nicht erst seit Corona die zentrale Frage geworden. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie bereit sind, auch verschiedene Formate auch einfach mal auszuprobieren, um vielleicht jüngere Zielgruppen anzusprechen. Das große Stichwort ist und war hier natürlich Banksy, mit dem Sie im letzten Jahr noch sehr viel Aufmerksamkeit und eben auch sehr viel Zuspruch erzeugen können. Lassen Sie uns doch einen Blick zurückwerfen in diese Zeit, in der es die aktuellen Sorgen eben so noch nicht gab. Ja, rückblickend gesehen kann ich nur glücklich und dankbar sein, dass eben unser Jahr mit Banksy nicht in die Corona-Pandemie gefallen ist. Wir hätten all diese Menschen, die dieses Werk sehen wollten, allein in den letzten Wochen standen die Besucher wirklich Schlange vor der Staatsgalerie noch im Januar. Die hätten wir mit den gültigen Regeln von jetzt überhaupt nicht ins Haus lassen können, selbst wenn wir 24 Stunden geöffnet hätten. Aber ja, es war für uns ein großes Erlebnis, dass man mit einem einzigen Werk eine solche Aufmerksamkeit erzeugen kann und das war eine Erfahrung, die für unser Haus sehr anregend und interessant war. Ein Museum ist ja sozusagen ein Hybrid aus vielen verschiedenen Einrichtungen und je nach Jahrzehnt und je nach gesellschaftlicher Vorliebe schaut man eben fokussiert immer nur auf den einen Bereich. Und die einen sehen die Wissenschaft und die anderen das Bewahren und die dritten dann doch eher den Wirtschaftsfaktor oder den Tourismusstandort, der durch ein Museum befördert werden soll. Und in diesem Hybrid für die Zukunft eine Balance zu finden, dass wir sozusagen allen Ansprüchen, die eine solche Institution ausmacht und gerecht werden kann, das ist die große Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und ich denke aber, dass ein solcher Gast, wie wir ihn im letzten Jahr haben durften, durchaus dazu beiträgt, unsere Aufgabe, eben Menschen, die gewöhnlich nicht ins Museum gehen, anzusprechen, dass das eine sehr, sehr schöne Kombination ist, ohne dass man sagt, ja, wir machen jetzt irgendwie die Fußballparty im Museum, weil Banksy ist natürlich jetzt nicht ein Kunstferner, sondern ein mit dem Kunstmarkt, mit der Kunstwelt ja interagierender und nur so in seiner Ausdrucksweise zu verstehender Künstler. Mhm. Sprechen wir vielleicht auch noch mal kurz über die Region hier, die ja schon eine starke Kunstregion ist, traditionell mit Stuttgart als Hauptstadt, auch gerade weil sich so oft immer der Blick Richtung Berlin wendet. Wie würden Sie die Situation hier in Baden-Württemberg skizzieren? Es ist immer noch eine wirklich prosperierende oder propere Ausgangssituation, weil es ja noch die Sammler gibt, die sich engagieren. Sie machen ja auch im nächsten Jahr eine Ausstellung basierend auf einer Privatsammlung, die ursprünglich hier in Stuttgart angesiedelt ist. Was bringt die Nähe zu Frankreich, zur Schweiz? Was bringt die Nähe zu den anderen doch auch bekannten Kunststätten mit ihren Einrichtungen wie Karlsruhe oder Baden-Baden? Sind Sie glücklich hier in Stuttgart?
Ja, also die Frage lässt sich leicht beantworten. Ich bin natürlich sehr glücklich hier, weil die Staatsgalerie ein Haus mit einer so fantastischen Sammlung ist, ein so großartiger Ort, ein wirklich wichtiges Museum mit einem großen Team von Spezialisten und Kennern in jedem Bereich, dass es wunderbar ist, hier zu arbeiten. Das ist keine Frage. Es ist die Stärke von Deutschland, eben so föderal die Kultur zu betreiben. Und erst durch die Wiedervereinigung ist ja Berlin und damit auch mit dem neu eingerichteten Ministerium, das ja aber kein eigenes Bundesministerium ist, als zentraler Ort aufgewertet. Und in diesem Zwiespalt befinden sich ja im Moment, denke ich, auch gerade die Kollegen in den Sammlungen preußischer Kulturbesitz, deren ja, gesamte Institution ja gerade auf den Kopf gestellt werden soll. Es ist nicht wie in anderen Ländern, dass es die Hauptstadt gibt und von der strahlt alles aus, sondern in Deutschland strahlt es eben in ganz vielen Regionen und dafür gibt es natürlich nicht diesen ganz großen Fixstern. Und wie Sie richtig gesagt haben, der deutsche Südwesten ist nach wie vor auch ein Motor für Innovation, für Industrie und deswegen sitzen dort natürlich auch Menschen, die Kunst sammeln, die sich für Kunst interessieren und das Angebot hier im deutschen Südwesten ist wie eigentlich unterm Brennglas nochmal für Deutschland, also nochmal potenziert, gibt es hier besonders viele Museen und besonders viele Sammler und besonders viele Kultureinrichtungen aller Art, also das ist schon sehr, sehr deutsch, was hier stattfindet und das hat natürlich wirklich auch großartige Konsequenzen. Also diese privaten Sammlungen haben wir ja, die werden wir jetzt heute eröffnen, die Sie vorhin angesprochen haben. Das ist eine wunderbare Zusammenarbeit und immer wieder erstaunlich, wie sich dann Türen öffnen und man Werke von Künstlern wie Renoir oder Gauguin oder Monet sieht, die jahrzehntelang nicht in Ausstellungen waren, die zum Teil noch nie gezeigt worden sind und die man dann jetzt für ein Haus wie die Staatsgalerie zur Verfügung gestellt bekommt, um damit zu arbeiten und diese Schätze irgendwie wirklich auch zu teilen. Ja, vielen Dank. Da freue ich mich doch wirklich, dass wir jetzt eben auch von unserem Art Cologne-Projekt aus nicht nur nach Berlin geschaut haben, sondern auch mal den Blick Richtung Süden gelenkt haben. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und ja, was soll ich sagen? Wir hoffen natürlich jetzt alle sehr, dass wir uns tatsächlich, auch wenn vielleicht heute die Lage mal wieder nicht so ganz gut erscheint, dass wir uns tatsächlich dann im November in Köln alle wiedersehen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Köln, Frau Lang. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben.